Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Jens Christian Wagner. Ich bin Leiter der Gedenkstätte Bergen-Belsen und Geschäftsführer der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten. Anfang 1944, heute vor 76 Jahren, löste die SS das sogenannte Familienzigeunerlager in Auschwitz-Birkenau auf. In der Sprache der SS hieß das Liquidation. Konkret bedeutete das, dass wer als nicht arbeitsfähig galt, vor allem Kinder und Alte, ins Gas geschickt und ermordet wurden. Nur etwa 3000 Männer und Frauen ließ die SS am Leben. Sie sollten Zwangsarbeit leisten für den von den Nationalsozialisten propagierten sogenannten Endsieg. Während die meisten Frauen in das Konzentrationslager Ravensbrück und in seine Außenlager kamen, brachte die SS fast alle überlebenden Jungen und Männer aus Auschwitz-Birkenau in den Harz, genauer gesagt in das KZ Mittelbau-Dora. Von dort aus kamen sie, wie auch viele Frauen aus Ravensbrück, im Frühjahr 1945 mit den Räumungstransporten in das KZ Bergen-Belsen. Damit wurde die Mehrheit der Sinti und Roma, die die KZs überlebt hatten, in Bergen-Belsen befreit, einem Ort, der in der kollektiven Erinnerung der Sinti und Roma daher einen besonderen Raum einnimmt. Und es gibt noch einen zweiten Grund, weshalb Bergen-Belsen für die Sinti und Roma in Deutschland ein sehr bedeutender Erinnerungsort ist. Im Oktober 1979 nämlich veranstalteten diverse Roma-Verbände zusammen mit der Gesellschaft für bedrohte Völker eine Gedenkkundgebung in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Ziel dieser Veranstaltung war es nicht nur, darauf hinzuwirken, dass die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus endlich von der Gesellschaft als Verbrechen wahrgenommen und anerkannt wird, sondern auch gegen die fortdauernde Ausgrenzung, gerade auch in den 1970er Jahren, vorzugehen. Für die gerade erst im Entstehen begriffene Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma war diese Gedenkveranstaltung in Bergen-Belsen, ähnlich übrigens wie der Hungerstreik in der Gedenkstätte Dachau ein Jahr danach, von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Und es ist wohl wahrscheinlich nicht übertrieben, wenn man die Gedenkstätte Bergen-Belsen als einen von mehreren wichtigen Geburtsorten der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma benennt. Auch daran möchten wir heute, knapp 40 Jahre danach, erinnern. Mittlerweile, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind die Selbstorganisationen der Sinti und Roma ein fester Bestandteil der deutschen Zivilgesellschaft, auch in Niedersachsen. Dennoch gibt es kaum ein Thema der NS-Verfolgung, das derartige Aktualitätsbezüge aufweist wie die Verfolgung der Sinti und Roma. Wir gedenken heute der mehreren hunderttausend Opfer des NS-Völkermordes an den Sinti und Roma. Zwar wäre es fahrlässig, falsche historische Analogien zu konstruieren. Dennoch dürfen wir die Augen nicht davor verschließen, dass auch heute Sinti und Roma in Deutschland und Europa von den jeweiligen Mehrheitsgesellschaften diskriminiert, ausgegrenzt und vielfach auch angegriffen werden. Dem müssen wir uns gemeinsam entgegenstellen und auch dazu soll ein Gedenktag wie der heutige beitragen. Sagen wir gemeinsam Nein zum Rassismus gegen Sinti und Roma und sagen wir Ja zu einer offenen, demokratischen und liberalen Gesellschaftsordnung mit geschichtsbewusster Wachsamkeit. Danke.